Mitten in der weiten Savanne, unter dem schwindenden Zwielicht, stand ein von seiner Mutter getrenntes Nilpferdbaby still auf einem offenen Feld. Es verstand nicht, warum die vertraute Stimme seiner Mutter nicht mehr vom fernen Teich herüberhallte. Mit zitternden kurzen Beinchen konnte das Nilpferdbaby nur im Kreis herumlaufen und nach der vertrauten Wärme suchen, die verschwunden war. Aus dem trockenen Gras drang ein raschelndes Geräusch, das den Duft von Beute mit sich trug und die Luft schwer machte. Ein Rudel Hyänen tauchte auf, ihre kalten, scharfen Augen auf das kleine Wesen vor ihnen gerichtet. Sie griffen nicht sofort an, sondern schlossen leise den Kreis und verringerten so allmählich den Abstand um das Nilpferdbaby. Das Nilpferd atmete schnell, seine zarte Haut war vor Angst und nagendem Hunger gespannt. Der Boden wurde ständig zertrampelt, da die Hyänen ihre Positionen wechselten, sodass ihre Beute keine Fluchtmöglichkeit hatte. Das Nilpferdbaby sank zu Boden, seine winzigen Ohren zuckten angesichts der furchterregenden Geräusche, die es umgaben. Sein Überlebensinstinkt ließ es stillstehen, in der Hoffnung, dass in der stillen Prärie ein Wunder geschehen würde. Die untergehende Sonne warf lange Schatten auf die Hyänen und machte die Szene dadurch noch furchterregender. Eine Hyäne näherte sich, die Schnauze leicht geöffnet, und stieß ein tiefes, bedrohliches Knurren aus. Das Nilpferdbaby wich ein paar Schritte zurück, doch hinter ihm war nur leeres Land. In seinen runden, schwarzen Augen spiegelte sich Verzweiflung, als es erkannte, dass es völlig allein war. Es gibt keine Herden mehr, kein Wasser mehr, nur noch eine sich immer enger schließende Umzingelung, die sich mit jeder Sekunde verstärkt. Eine sanfte Brise trug den Duft heißer Erde und ein allgegenwärtiges Gefühl der Gefahr durch den Raum. Der Augenblick von Leben und Tod schien sich nur am schwachen Herzschlag des Nilpferdbabys zu messen. Genau in diesem Moment hallte plötzlich ein seltsames Geräusch von der anderen Seite der Prärie wider. Das Geräusch des Rangerfahrzeugmotors durchbrach die Stille, erschreckte die Hyänen und veranlasste sie, ihre Köpfe umzudrehen. Zwei Parkwächter auf Patrouille erkannten schnell die gefährliche Situation, die sich vor ihnen abspielte. Ohne zu zögern, hielten sie sofort ihr Fahrzeug an und bereiteten Notfallmaßnahmen vor, um sie wegzufahren. Eine Leuchtrakete wurde abgefeuert, ihre lodernden Flammen zerrissen den sich verdunkelnden Himmel. Die ohrenbetäubende Explosion versetzte die Hyänen in Panik, sodass sie ihre übliche Fassung verloren. Die beiden Ranger schrien laut und schwangen gleichzeitig kräftig die Äste, um einen kontinuierlichen Druck zu erzeugen. Die Hyänen wichen einige Schritte zurück, ihre Blicke zögerten angesichts des bedrohlichen Aussehens der Menschen. Eine weitere Leuchtfackel zuckte auf, ihr Licht spiegelte sich in den schmalen Gestalten. Schließlich trieb ihr Überlebensinstinkt die Hyänen dazu, sich umzudrehen und in die entfernten Büsche zu fliehen. Der Staub legte sich, und nach dem Chaos kehrte allmählich wieder Ruhe in die Prärie zurück. Das Nilpferdbaby stand regungslos da und schien nicht zu verstehen, was gerade geschehen war. Die beiden Ranger hielten Abstand und beobachteten die Umgebung aufmerksam, um sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren drohten. Sie stellten fest, dass dieses Nilpferd mit den Daten eines weiblichen Nilpferds übereinstimmte, das überwacht wurde. Dies bestätigt, dass das Nilpferdbaby während der Wanderung definitiv von seiner Mutter getrennt wurde. Die Blicke der beiden Ranger wurden weicher, als die unmittelbare Gefahr abgewendet war. Sie beschlossen, sich zu nähern, jedoch mit äußerster Vorsicht. Denn vor ihnen stand nicht nur ein winziges Geschöpf, sondern ein Leben, das dem Tod gerade erst entkommen war. Als sich die beiden Ranger näherten, zog sich das Nilpferdbaby sofort hinter einen abgebrochenen Ast zurück. Da es noch nie Kontakt zu Menschen gehabt hatte, ließ die Angst seinen winzigen Körper zittern. Ein Parkwächter gab ihnen ein Zeichen zum Anhalten, um weiteren Druck auf das schutzbedürftige Tier zu vermeiden. Er ging zurück zum Auto und holte eine Flasche Notfallmilch heraus, die er vorbereitet hatte. Langsam, Schritt für Schritt, setzte er sich auf den Boden und hielt die Babyflasche in sicherem Abstand. Der Duft von Milch lag sanft in der Luft und weckte den Hunger, der das Nilpferdbaby quälte. Es zögerte, seine Augen wanderten immer wieder zu dem Ast, als suche es nach einem vertrauten Versteck. Doch der Hunger hatte die Angst überwunden, die mein Herz ergriffen hatte.
Das Nilpferdbaby machte ein paar Schritte vorwärts, seine Beine zitterten noch immer, aber die Anspannung in seinen Augen hatte sich gelegt. Als es die Flasche berührte, trank es hastig, als ob es lange Zeit gehungert hätte. Die beiden Ranger schwiegen beharrlich, um diesen fragilen Moment nicht zu zerstören. Nachdem es sich satt getrunken hat, atmet das Nilpferdbaby gleichmäßiger und sein Körper entspannt sich allmählich. Sie hoben es vorsichtig auf das Spezialfahrzeug und achteten darauf, keine Panik auszulösen. In der Rangerstation führen Tierärzte eine umfassende Untersuchung durch. Die Ergebnisse zeigten, dass das Nilpferdbaby bei bester Gesundheit war, lediglich durch die Trennung von seiner Mutter etwas geschwächt. Es wurde in einen sicheren Käfig gesetzt und konnte sich nach einem langen, ereignisreichen Tag ausruhen. Für die beiden Ranger ist die Mission noch nicht beendet. In jener Nacht werteten die beiden Ranger die GPS-Daten des verbliebenen Nilpferdmuttertiers aus. Sie identifizierten das Graslandgebiet, in dem das Mutterflusspferd üblicherweise auftauchte. Am nächsten Morgen rollte das Fahrzeug des Rangers los und transportierte das Nilpferdbaby in seinem Schutzkäfig. Die Prärie begrüßt die friedliche Morgendämmerung, an deren niedrigen Grashalmen noch Morgentau haftet. Aus der Ferne sahen sie das Nilpferdmuttertier ruhig am Rand des Teichs grasen. Seine düstere Haltung lässt vermuten, dass es noch immer vergeblich nach seinen Nachkommen sucht. Der Käfig wurde in sicherer Entfernung abgesenkt und die Tür langsam geöffnet. Das Nilpferdbaby trat hervor, verwirrt von der vertrauten, aber lange nicht gesehenen Umgebung. Nur wenige Sekunden später erkannte es den vertrauten Duft seiner Mutter. Das Nilpferdbaby rannte vorwärts und stieß schwache Rufe aus. Das Nilpferdmutter erschrak und stieß dann einen lauten, emotionalen Schrei aus. Es eilte herbei und stupste sein Junges liebevoll mit der Schnauze an, als wären sie nie getrennt gewesen. Ihre Körper lagen eng aneinander, der Moment des Wiedersehens brachte einen Augenblick der Stille in die Luft. Die beiden Ranger standen aus der Ferne da und beobachteten das Geschehen, Erleichterung war ihnen deutlich anzusehen. Sie wussten, dass sie ein winziges Leben dorthin zurückgebracht hatten, wo es hingehörte. Ohne weiteres Eingreifen hat die Natur ihren Zyklus von selbst vollendet. Die beiden Ranger stiegen ins Auto und fuhren leise im Morgenlicht davon. Hinter ihnen hatte sich eine Flusspferdfamilie in der weiten Savanne wieder vereint.